Liebe und Reichtum. Ein armer Mann war mit einer schönen Frau verheiratet. Der Mann und seine Frau stritten nie. Der Ehemann liebte seine Frau, und die Frau liebte ihren Mann. Sie waren sehr glücklich. Aber dieses glückliche Paar hatte einen reichen und gut aussehenden Nachbarn. Er sah die schöne Frau des armen Mannes und verliebte sich in sie. Ich möchte sie heiraten, dachte er. Jeden Tag, wenn der Ehemann auf dem Feld arbeitete, ging der reiche Mann zu dem Haus des armen Mannes. Du bist eine schöne Frau, sagte er zu der Frau des armen Mannes, aber deine Kleider sind alt. Warum kauft dir dein Mann keine neuen, schönen Kleider? Er liebt dich bestimmt nicht. Wenn er dich lieben würde, würde er dir wunderbare Kleider kaufen. Lass dich von ihm scheiden und heirate mich. Ich werde dir die schönsten Kleider kaufen, die besten im ganzen Land. Dann wirst du die schönste Frau in Äthiopien sein. Am Anfang hörte die Frau nicht auf den reichen Mann. Aber er kam jeden Tag zu ihrem Haus, und jeden Tag sagte er die gleichen Dinge. Schließlich dachte sie, vielleicht hat mein Nachbar recht. Warum kauft mein Mann keine schönen, neuen Kleider für mich? Vielleicht liebt er mich nicht. An diesem Abend sagte sie zu ihrem Mann, schau mich an, Ehemann. Meine Kleider sind alt und hässlich. Ich will neue Kleider. Kauf mir bitte neue, ihr Mann lächelte sie an. Du brauchst keine neuen Kleider, sagte er. Für mich bist du die schönste Frau der Welt. Sie war wütend. Liebst du mich nicht, sagte sie. Wenn du mich liebst, kauf mir ein neues Kleid. Ihr Mann liebte seine Frau und wollte sie glücklich machen. Ich habe nur wenig Geld, dachte er, und ich brauche einen neuen Pflug. Aber ich will, dass meine liebe Frau glücklich ist. Also ging er am nächsten Tag zum Markt und kaufte ein neues Kleid für seine Frau. Er brachte es ihr nach Hause und sie zog es an. Danke, mein lieber Ehemann, rief sie. Jetzt weiß ich, dass du mich liebst. Als der reiche Mann sie wieder besuchen kam, trug sie das neue Kleid. Siehst du, sagte sie zu ihm, mein Mann liebt mich sehr. Er hat mir dieses schöne neue Kleid gekauft. Der reiche Mann schüttelte den Kopf. Aber ein guter Ehemann gibt seiner Frau nicht nur neue Kleider, sagte er. Er gibt ihr auch Gold. Wo ist deine Goldkette? Wo sind deine Goldringe? Warum gibt dir dein Mann diese Dinge nicht? Er öffnete eine Schachtel und zeigte ihr schönen Goldschmuck. Schau dir das an, sagte er. Lass dich von deinem Mann scheiden und heirate mich, dann werde ich dir all das geben. Die Frau hörte nicht auf ihn. Geh weg, sagte sie. Ich liebe meinen Mann, und er liebt mich, und wir sind glücklich zusammen. Aber der reiche Mann kam jeden Tag wieder,
und jeden Tag zeigte er ihr die Schachtel mit den Juwelen. Schließlich begann sie zu denken, vielleicht hat der reiche Mann recht. Warum kauft mein Mann kein Gold für mich? Liebt er mich nicht? An diesem Tag machte sie kein Feuer und kochte kein Essen. Ihr Mann kam spät nach einem langen Tag auf dem Feld nach Hause. Er war müde und hungrig. Es gibt kein Abendessen für dich heute Abend, sagte seine Frau. Du liebst mich nicht. Aber mein Liebling, ich liebe dich mehr als alles andere. Du bist die wunderbarste Person auf der Welt. Warum kaufst du mir dann keinen Goldschmuck, sagte sie. Wenn ein Mann seine Frau liebt, schenkt er ihr eine Goldkette und Ringe für ihre Finger. Ihr Mann sah besorgt aus. Ich habe Geld für ihre neuen Kleider ausgegeben, dachte er. Wie soll ich mehr für Gold finden? Ich werde meinen Bruder besuchen. Vielleicht wird er mir Geld leihen. Ich muss Gold für meine liebe Frau kaufen. Ich möchte, dass sie glücklich ist. Am nächsten Tag ging er, um seinen Bruder zu besuchen. Leih mir etwas Geld, Bruder, sagte er, und ich werde für dich auf dem Feld arbeiten. In Ordnung, sagte sein Bruder, aber du musst hart arbeiten. Es gibt viele Steine auf meinem Feld, und du musst sie alle wegräumen. Ihr Mann stimmte zu und nahm das Geld. Er ging auf den Markt und kaufte etwas Goldschmuck. Dann brachte er es nach Hause zu seiner Frau. Seine Frau war sehr glücklich. Sie legte die Kette um ihren Hals und die Ringe an ihre Finger. Schau mich an, sagte sie. Bin ich nicht schön? Du bist sehr schön, sagte ihr Mann. Wenn du glücklich bist, bin ich auch glücklich, sie legte ihre Arme um seinen Hals. Danke, danke, mein lieber Ehemann, sagte sie. Jetzt weiß ich, dass du mich liebst. Am nächsten Tag ging ihr Mann sehr früh los, bevor die Sonne am Himmel aufging. Er lief zum Feld seines Bruders. Das Feld war voller Steine. Ich muss jetzt sehr hart arbeiten, dachte er. Ich muss früh anfangen und spät aufhören. Ich muss meine Schulden bei meinem Bruder bezahlen. Seine Frau arbeitete glücklich zu Hause. Ich werde heute Abend ein wunderbares Abendessen für meinen Mann machen, dachte sie. Er gibt mir wunderbare Geschenke. Er arbeitet hart für mich. Ich weiß, dass er mich liebt. Hallo, rief eine Stimme. Bist du da? Die Frau ging nach draußen. Ihr reicher Nachbar war dort. Ah, du bist es, sagte die Frau. Hör zu, Nachbar, du hattest Unrecht über meinen Mann. Gestern hat er mir diesen schönen Schmuck gekauft. Er liebt mich sehr, und ich liebe ihn. Ich werde mich nicht von ihm scheiden lassen. Ich werde dich nicht heiraten. Der reiche Mann war besorgt. Ihr Mann liebt sie zu sehr, dachte er.
Wenn ich sie haben will, muss ich schlau sein. Endlich sagte er, dein Mann hat dir Kleider und Schmuck gegeben, aber ich kann dir mehr geben als das. Was meinst du, rief die Frau. Kann dein Mann Wunder vollbringen? Fragte der reiche Mann. Wunder? Nein, natürlich kann er keine Wunder vollbringen, antwortete die Frau. Nur Gott kann Wunder vollbringen. Menschen können das nicht. Aber ich kann, sagte der Mann, weil ich dich liebe. Liebe kann Wunder vollbringen. Wenn dein Mann dich liebt, kann er Wunder für dich vollbringen. Wenn du mich liebst, werde ich Wunder für dich machen. Mach jetzt ein Wunder für mich, sagte die Frau. Ich kann es nicht, antwortete der reiche Mann. Du musst mir zuerst versprechen, dass du mich liebst. Du musst deinen Mann verlassen und zu mir kommen. Dann werde ich dir wunderbare Wunder zeigen. Die Frau sagte nichts, und der reiche Mann ging weg. An diesem Abend kam der arme Mann spät nach Hause. Er war sehr müde und hungrig. Seine Frau brachte ihm Wasser, und er wusch sich. Sie brachte ihm köstliches Essen, und er aß es. Mein armer Mann, dachte sie, er arbeitet so hart für mich, und er ist so müde und hungrig. Der reiche Mann ist dumm. Wie soll mein Mann Wunder vollbringen? Es ist unmöglich. Aber am nächsten Tag, und am Tag danach, und am Tag danach kam der reiche Mann wieder zu ihrem Haus. Hat dein Mann gestern ein Wunder für dich gemacht? Fragte er die Frau. Verlass ihn und liebe mich, und ich werde dir jeden Tag viele, viele Wunder machen. Endlich begann die Frau ihm zuzuhören. Eines Tages, als ihr Mann nach Hause kam, war sie traurig. Frau, liebe Frau, was ist los mit dir? Rief ihr Mann. Bist du krank? Nein, sagte sie, ich bin traurig, weil du mich nicht liebst. Was? Rief ihr Mann. Aber du weißt, dass ich dich liebe. Ich habe dir neue Kleider gekauft. Ich habe dir Goldschmuck gekauft. Du bist das Kostbarste auf der Welt für mich. Aber du machst keine Wunder für mich, sagte seine Frau. Ihr armer Mann war sehr überrascht. Wunder? Natürlich kann ich keine Wunder vollbringen, sagte er. Warum willst du ein Wunder? Wer hat dir diese Idee gegeben? Unser Nachbar kam heute zu mir, sagte die Frau. Die Liebe vollbringt Wunder, sagte er. Wenn ein Mann eine Frau liebt, wird er Wunder für sie vollbringen. Ihr Mann war sehr besorgt. Dieser böse Mann will meine Frau nehmen, dachte er. All diese Probleme kommen von ihm. Als er das erste Mal hierher kam, wollte sie neue Kleider. Dann wollte sie Goldschmuck, und jetzt will sie ein Wunder. Was kann ich tun? Wenn ich kein Wunder vollbringe, verlässt mich meine Frau vielleicht und heiratet ihn.
Am nächsten Tag ging er langsam zur Arbeit auf dem Feld seines Bruders. Ich muss beten, dachte er. Nur Gott kann mir jetzt helfen. Er schaute zum Himmel auf. O, Herrgott, betete er, bitte hilf mir, ein Wunder zu vollbringen. Ich liebe meine Frau, und ich möchte sie behalten. Lass diesen reichen Mann sie mir nicht wegnehmen. Er arbeitete den ganzen Morgen. Er räumte Steine vom Feld seines Bruders. Am Mittag setzte er sich unter einen Baum, um sich auszuruhen. Ein Mann saß dort bereits. »Wer bist du?« fragte der arme Mann. »Ich bin ein Zauberer«, antwortete der Mann, »und ich habe ein Geschenk für dich. Schau, hier sind 2 Stöcke. Sie vollbringen Wunder.« »Wunder«, sagte der arme Mann. Jetzt war er glücklich. Welche Art von Wundern? Wenn du eine Person mit dem ersten Stock berührst, sagte der Zauberer, wird sie zu einem Esel. Der arme Mann dachte an den reichen Mann und lächelte. Ein Esel, sagte er. Das ist sehr gut. Und wenn ich ihn mit dem 2. Stock berühre, was wird dann geschehen? Er wird wieder ein Mensch, sagte der Zauberer. Der arme Mann nahm die Stöcke und sprang auf. »Oh, danke, mein Freund«, sagte er. »Ich habe zu Gott gebetet, und er hat dich zu mir geschickt. Jetzt kann ich meine Frau behalten und meinen Feind bestrafen.« Er rannte nach Hause. »Frau«, rief er. »Komm hier. Ich werde ein Wunder vollbringen.« Seine Frau kam aus dem Haus. »Ein Wunder«, sagte sie. »Welches Wunder?« »Schau«, sagte ihr Mann. Er berührte sie mit dem 1. Stock. Sofort wurde sie zu einem Esel. Sie hob ihren Kopf und versuchte zu sprechen, aber sie konnte nicht. »Ja, ja«, war alles, was sie sagen konnte. Ihr Mann berührte sie mit dem anderen Stock. Sofort wurde sie wieder zu einer Frau. »Mann, das ist wunderbar«, sagte sie. »Es ist ein echtes Wunder. Wie hast du das gemacht?« »Ich habe zu Gott gebetet«, sagte ihr Mann, »und er hat mir geholfen. Und jetzt, Frau, werde ich meinen Feind bestrafen.« »Deinen Feind?«, sagte seine Frau. »Wer ist das?« »Du kennst meinen Feind«, sagte ihr Mann. Er schaute sie an, und er lächelte nicht mehr. »Es ist der reiche Mann, unser Nachbar. Er kommt zu unserem Haus, wenn ich auf dem Feld arbeite. Er gibt dir schlechte Ideen. Frag deinen Mann nach neuen Kleidern«, sagt er. Frag ihn nach Goldschmuck. Frag ihn nach einem Wunder, habe ich recht? Hat unser reicher Nachbar dir all diese Ideen? Seine Frau sagte nichts. Und hast du auf ihn gehört, fuhr ihr Mann fort. Seine Frau schaute ihn nicht an. Sie schämte sich.
Es tut mir leid, sagte sie. Es stimmt. Er hat all diese Dinge gesagt. Er wollte, dass ich mich von dir scheiden lasse und ihn heirate, und ich habe ihm zugehört. Und willst du dich von mir scheiden lassen und ihn heiraten? Fragte ihr Mann. Sie schaute ihn an. Ihre Augen waren voller Tränen. Nein, lieber Mann. Ich will für immer bei dir bleiben, und ich werde nie wieder auf ihn hören. Dann nimm diesen Stock, sagte ihr Mann, und berühre den reichen Mann damit. Er gab seiner Frau den ersten Stock, aber er versteckte den zweiten im Dach. Am nächsten Tag ging er zur Arbeit. Bald kam der reiche Mann zum Haus der Frau. Nun, fragte er sie. Kann dein Mann schon Wunder vollbringen? Ja, sagte sie und berührte ihn mit dem ersten Stock. Sofort verwandelte sich der reiche Mann in einen Esel. Jetzt, sagte die Frau, kannst du arbeiten und meinem lieben Mann helfen. Sie führte den Esel auf die Felder. Ihr Mann arbeitete dort. Er räumte Steine vom Feld seines Bruders. Ah, sagte er, ein Esel. Jetzt kann ich die Arbeit schnell erledigen. Von diesem Tag an gab der arme Mann dem Esel viele schwere Lasten zu tragen. Der Esel trug Steine von den Feldern weg, brachte Säcke mit Teff auf den Markt und brachte Mehl und Kaffee nach Hause. Viele Jahre lang arbeitete der Esel für den armen Mann. Der arme Mann war jetzt nicht mehr so arm. Der Esel half ihm, und er wurde reicher. Eines Tages schaute der arme Mann den Esel an. Er war müde und alt. Er stand still, sein Kopf war gebeugt. Der arme Mann hatte Mitleid mit ihm. Er ging ins Haus und brachte den zweiten Stock heraus. Dann berührte er den Esel damit. Sofort stand der reiche Mann da, aber er war jetzt kein gut aussehender junger Mann mehr. Er war alt, sein Rücken war gebeugt, und er war sehr, sehr müde. Du hast versucht, meine Frau von mir wegzunehmen, sagte der arme Mann. Das war falsch. Geh jetzt nach Hause. Schau nicht mehr auf die Frauen anderer Männer. Der reiche Mann ging weg, und er kam nie wieder zurück. Aber der arme Mann und seine Frau lebten noch viele Jahre glücklich zusammen. Vielen Dank, dass Sie sich das Video angeschaut haben. Wenn Ihnen die Geschichte gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal, um mehr zu erfahren. Wie hat Ihnen die Geschichte gefallen? Hinterlassen Sie gerne einen Kommentar, ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören.